Hi und willkommen bei Work in Progress. Heute geht's um die Amaze in Berlin, die Now Play This in London und nochmal kurz um den Stand meiner neuen Webseite. Zuerst kleine Ankündigung. Je nachdem, wann das Work in Progress jetzt tatsächlich online geht, ist schon online oder in Kürze online ein neuer Podcast von der GameStar bzw. dem GameStar Plus Programm. Das ist also hinter einer Paywall, da zahlt man im Monat, keine Ahnung, so um die 5 Euro. Und dann kriegt man aber Podcast-Folgen dazu, umsonst ja nicht, man hat ja gezahlt. Die kann ich aber sehr empfehlen. Ich durfte nämlich in eine reinhören, da war ich Interviewgast. Die sind produziert worden von Daniel Ziegener, der heißt Sofakissen auf Twitter und macht auch zum Beispiel Lost Levels. Der produziert diese Reihe und die ist richtig, richtig gut geworden. Und die nächste Folge geht um Procedural Generation und da wurde ich eben auch interviewt. Also deswegen, wenn ihr so ein Abo habt oder euch überlegt, vielleicht so eins zu kaufen, hört da gerne mal rein. Das ist eine richtig schöne Folge geworden. Wie viel Handarbeit würdest du sagen, steckt in diesen Käferbildern? Also gerade bei den Käfern würde ich sagen, super viel Handarbeit, weil ich muss ja, wenn man sich das so vorstellt, dann sind das sehr einfach strukturierte Bilder, so ein bisschen als würde man sehr schnell den Käfer auf Papier zeichnen und halt noch ausmalen, sage ich jetzt mal. Es ist jetzt kein fotorealistisches Bild oder sowas. Und das sind alles Linien und ich muss praktisch festlegen, wie diese Linien verlaufen. So, gleich zum nächsten Thema. Der No Play This und der Amaze in London. Jetzt kann ich das endlich mal erzählen. Ich bin vor einem Monat, 1,5 Monaten, gefragt worden, ob ich mit jemand anderem zusammen eine Kommission machen möchte, also auf Antrag etwas für diese beiden Veranstaltungen bauen möchte, mit einem anderen Künstler zusammen. Da sage ich natürlich nicht nein, vor allem, weil ich jetzt auch mal nach London fliegen darf. Und das kann ich euch jetzt einmal zeigen. Das Projekt habe ich zusammen mit Harry Josephine Gill gemacht. Harry ist ein sehr kreativer Mensch, ist Performer und Künstler, würde ich das mal beschreiben, und promoviert, soweit ich weiß, auch gerade in Poesie oder einer verwandten Richtung. Und in so eine Richtung sind wir auch gegangen. Wir haben uns am Anfang mit Skype-Meetings unterhalten, was wir denn machen wollten, weil wir haben praktisch gar keine oder fast keine Vorgabe gehabt. Es war nur sowas wie, es muss in Deutsch und Englisch funktionieren, es wird ja ausgestellt, es muss also auch in einer lauten Umgebung funktionieren und es muss irgendwie digital sein, ansonsten darf es praktisch alles sein. Und wir haben festgestellt, dass wir beide sehr gerne Twitter-Bots mögen und haben was in so eine Richtung überlegt und sind dann jetzt aber schlussendlich bei Glyph-Sprache gelandet, also setzt sich zusammen aus dem englischen Wort Glyph für Glyphe oder Symbol, kann man auch an die Hieroglyphe denken zum Beispiel und eben dem deutschen Wort Sprache ja für Sprache. Und ich glaube, ich zeige es euch am besten einfach mal. Das wird jetzt dann eben ausgestellt in London. Morgen steige ich in den Flieger und in Berlin. Da bin ich dann kurz drauf auch noch. Genau, okay, Glyphsprache. Wir werden mehrere, ich sag mal, Stationen aufbauen, mehrere Rechner, wo die Leute dann unterschiedliche Sachen machen können. Also es geht um vielleicht sollte ich mal erklären, was es geht. Es geht um eine Sprache, die nur dafür gedacht ist, Gedichte oder ich sage auch mal keine Geschichten vielleicht zu schreiben, weil ein Reim oder sowas wird nicht vorkommen. Es ist sehr bildlich. Also es ist eine Sprache wie Hieroglyphen aus Symbolen, mit denen man ja Gedichte und Geschichten zusammensetzen kann. Und das ist eben Crowdsourcing dabei. Also jeder kann neue Hieroglyphen oder neue Glyphen hinzufügen. Und ja, ich zeige es einfach mal. Also das ist die ein Wort hinzufügen Seite. Man kann sich noch mal ein bisschen Hilfe holen, wenn man nicht so genau weiß, was man tun soll. Man kann noch die Sprache ändern. Das ändert in dem Moment jetzt hier nicht so viel. Das Ding ist, unten checke ich praktisch, welches Wort eingegeben wird und ob das erlaubt ist oder nicht. Weil die Sprache besteht nur aus Nouns, also nur aus, wie sagt man denn, Nomen. Also, ach Gott, was ist denn das richtige Begriff? Objekten, Verben, also Aktionen und Adjektiven, sprich Beschreibungen. Das sind, also ich meine, unsere Sprache bildet sich auch größtenteils aus diesen Wörtern, so ist es nicht. Aber solche Wörter wie, was ist das dann, ein Lokaladverbial oder so, sowas wie unter, haben wir zum Beispiel nicht. Und das muss man dann eben mit anderen Wörtern umschreiben. Okay, lass uns mal eine Glyphe hinzufügen. Jetzt erstmal die Frage, was wollen wir hinzufügen? Genau, ich habe hier, wir stehen auf Englisch. Das heißt, wir machen mal eine englische Glyphe. Zum Beispiel Book. Genau, das heißt, ich checke das ab, es wird hier überprüft, dann wird es auch grün, wenn ich es abschicken kann. Wenn ich zum Beispiel Boo mache, das geht auch noch,
Oh, super schlechtes Beispiel. Okay. Wir geben mal Quatsch ein. Okay, genau. Bei Quatsch wird dann eben auch gesagt, dass das ein Wortwort nicht akzeptiert. Ich sollte was anderes nehmen. Book. Genau, so. Book funktioniert. So, jetzt können wir das zeichnen. So. Zeichnen funktioniert einfach mit der Maus. Ich hoffe, dass ich vor Ort irgendein Input-Device habe, was Stift kann. Das wäre echt gut, weil Stift ist ein bisschen cooler als Maus. Und ihr seht schon, wenn man die Linie schließt, dann wird der Abschnitt schwarz. Und ich mache noch so ein bisschen Post-Processing, so ein Smoothing auf dieser Vektorlinie, damit es halt ein bisschen glatter aussieht. Weil Input, egal ob Maus oder Stift, hat immer so einen leichten Wobble und es sieht halt nicht so gut aus. Genau, und den glätte ich halt so ein bisschen raus, aber man soll ja natürlich nicht, keine Ahnung, wenn man die Ecken zeichnet, dann sollen die ja auch erhalten bleiben. Also darf man wieder nicht zu arg glätten. So, genau, so ein bisschen mittendrin. Okay. Genau, jetzt müssen wir uns überlegen, wie eine Buchglyphe aussehen könnte. Und die Idee ist, dass man nicht zu sehr, also wenn es ein Objekt ist vor allem, nicht zu sehr am physischen Objekt hängt, weil das Buch könnte halt mehrere Bedeutungen bekommen. Es kann ja sein, es geht um also das physische Buch, es könnte auch sein, dass es um Lesen auch irgendwie geht oder um Geschichte vielleicht festhalten, Schreiben, Schriftstück. Das kann halt sehr viele Bedeutungen bekommen irgendwie. Genau, deswegen halten wir es vielleicht mal eher abstrakt. Aber ich könnte mir vorstellen, ich finde trotzdem, dass eckig ganz gut zu einem Buch passt. So. Und dann symbolisieren wir noch ein wenig das Schreiben vielleicht. So, sagen wir mal, das ist unsere Glyphe für Buch. Die kann ich jetzt speichern. Fertig. Okay. Gehen wir zum nächsten Screen. Den laden wir jetzt vielleicht mal kurz neu. Genau, dann erscheint nämlich auch die Glyphe schon hier oben. Wenn man gar nichts eingetragen hat, dann sind hier die neuesten Glyphen und die generell am häufigsten benutzt wurden. Kann man hier auch so ein bisschen durchscrollen. Und ansonsten kann man eben seine Glyphe suchen. Kann nach Book suchen. Genau, kommt halt Book raus. Okay. So, jetzt wollen wir ein Gedicht schreiben über Bücher. Vielleicht möchte ich sowas Zen-mäßiges schreiben. Wir haben hier Buch. Also ich kann jetzt einfach nehmen und in dieses Panel ziehen und Tee und vielleicht noch Future. Nee, was wie hatten wir Home schon? House. House finde ich auch gut. Genau, das heißt, wir sagen vielleicht mal zu Hause Bücher und Tee. Klingt doch eigentlich ziemlich gut. Das ist ziemlich zen. So stellt man sich doch einen gemütlichen Nachmittag vor, oder? Also nennen wir das jetzt mal Cozy Afternoon. Wobei wir den Afternoon noch nicht reingekriegt haben, ne? Vielleicht brauchen wir da noch eine Glyphe. Afternoon. Na, wir lassen das jetzt mal so. Auf jeden Fall sehe ich rechts, was ich benutzt habe, was ganz gut ist, weil wenn ich halt viele Glyphen benutze, dann vergesse ich vielleicht schon wieder, was sie heißen. Das heißt, rechts habe ich immer so eine Spalte, die mich ein bisschen dran erinnert, was ich da gerade benutzt habe. Und wenn ich was nochmal mehrfach benutzen will, kann ich es von da auch einfach wieder nehmen und reinziehen. Ich kann die größer und kleiner skalieren und ich kann sie wieder löschen. Ursprünglich war der Plan, dass ich einfach nur PNGs benutze, weil das ist, also technisch gesehen ist das hier ein HTML5 Canvas, die sind sehr einfach zu bedienen. Und da kann man ziemlich einfach so ein Painting-App drauf schreiben, die dann ein PNG ausspuckt. So. Das Problem ist, wenn ich ein PNG größer und kleiner skaliere ich auch die Liniendicke mit. Und das fand ich gar nicht so schön. Weil wenn ich mir überlege, ich schreibe zum Beispiel auf Papier, dann bin ich ja auch limitiert durch die Strichdicke meines Stiftes. Das heißt, ich kann nicht so ultra beliebig klein schreiben. Und ich möchte praktisch diese Anmutung, dass das jemand irgendwie vielleicht von Hand geschrieben hat, erhalten. Genau, deswegen finde ich das eigentlich sehr schön, dass praktisch bei einer Vektorgrafik ich die Liniendicke nicht mitskalieren muss, wenn ich das nicht möchte. Deswegen war dann SVG die bessere Wahl. Das Problem ist nur, ich hatte ursprünglich so ein Framework genommen, was hier diese ganzen, ich bewege mein Objekt in der Gegend rum, gemacht hat für mich. Das kann halt keine SVGs. Deswegen musste ich mir das alles selber schreiben. Und macht keinen Spaß. Aber jetzt funktioniert's. Genau. Und wir haben uns gegen Rotieren entschieden, weil es halt schon ziemlich schwierig ist, die Glyphen auseinanderzuhalten. Deswegen lieber nicht rotieren, man kann es besser lesen. So, jetzt haben wir genug gebastelt. Das können wir jetzt abschicken. Boom. Genau, dann wurde gespeichert. So, dann
sind wir eigentlich jetzt erstmal fertig. Und für die Ausstellung gibt's noch eine Seite. Das ist die hier. Laden wir vielleicht auch mal neu. Hab ich hier gerade Bugs entdeckt? Muss ich mir nachher nochmal angucken. Okay, aber was ihr schon seht, wenn ich hier so durchschalte. Ich glaube, ich weiß, was ich für Bugs entdeckt habe. Da hat jemand was abgeschickt, ohne was gezeichnet zu haben. Kann das sein? Oder ohne ein Wort drin. Nee, Schmetterling.de. Das bricht um. Blöd. Okay, naja gut, habe ich das auch rausgefunden. Muss ich vielleicht nachher noch schnell erinnern. Okay, aber was ihr seht, ist, das ist praktisch für die Ausstellung. Das heißt, es wird immer der Titel angezeigt, drunter das Gedicht, die Geschichte und rechts halt praktisch nochmal die Lesehilfestellung. Und es gibt den Modus, es gibt auch noch praktisch hier den invertierten Modus, je nachdem, wie es angezeigt wird. Bei einem Beamer könnte ich mir vorstellen, dass das Schwarz-Weiße ganz cool aussieht, weil dann die Glyphen wie leuchtend an die Wand geworfen werden. Ich weiß halt noch nicht, was ich bekomme. Kann auch sein, dass wir nur einen großen Monitor haben, da ist vielleicht das Helle schöner. Ich habe jetzt halt mal beides. Genau, zurück, genau. Und ja, ich kann jetzt halt selber die Seiten neu laden oder alle 10 Minuten zieht sich die Seite halt selber ein neues Gedicht. Das wird ausgestellt. Voll aufregend. Und ich halte auch 2 Talks auf beiden Veranstaltungen. Auf der Now Play This einen ganz kurzen, das ist so ein Panel, da sind es nur 10 Minuten. Und auf der Amaze werden es dann eher 20 Minuten. Da kann ich dann noch ein bisschen mehr erzählen. Oh Gott, ich bin echt aufgeregt. Und ja, genau, was ich noch mitbringen wollte ist, ich habe ganz viele von meinen Käferstickern ausgedruckt. Das sind jetzt irgendwie so 10 Seiten Käfersticker. Und ich habe keinen Schneidplotter zu Hause. Und eigentlich wollte ich die im Hackspace schneiden. Da komme ich jetzt nicht mehr hin vorher. Jetzt muss ich mal gucken. Vielleicht schneide ich zumindest ein paar Bögen noch von Hand aus und nehme den Rest mit und hoffe, weiß auch noch nicht. Naja, im Zweifelsfall schneide ich sie halt eher so lala schön aus und Leute können es halt ja noch selber gar fertig schneiden. Aber, genau, Käfer. Oh ja, was mir auch gerade einfällt, wenn ich hier Sachen liegen sehe, ich habe hier noch was. Ich habe beim Plotter Art Swap mitgemacht. Es gibt für die Stiftplotter interessierten Menschen einen Discord-Server, der ist sehr nett, da passiert gerade ziemlich viel. Und es gab eine Aktion, wo jeder anderen Kunst schicken konnte. Genau. Und in meinem Fall habe ich die von Jonathan Berger aus Belgien bekommen. Voll schön. Das sind 3 Stück. Und das Thema war Postkarte. Und ich habe auch eine geschickt. Da kann ich jetzt dann gleich noch ein Video einblenden vielleicht. Ich habe nämlich nicht nur mit dem Stiftplotter geplottet. Wir haben im Hackspace jetzt auch einen Fernschreiber. Und den habe ich benutzt, um einen Lochstreifen zu generieren. Das ist auch ziemlich witzig. Okay. Dann den Kreis mit dem Minus drin. Damit kannst du es rausschieben. Passt. Jetzt habe ich es abreißen. Ja. Einfach so? Einfach nach oben weg, ja. Wow. Jetzt können wir es einmal einlesen. So, ja, dann müssen wir aber wieder Papier lassen. Zu wenig Papier gebraucht. So, genau. Achso, Moment. So rum, ja. oder? Ja, genau. Oben Achso, drüber. ja, okay. Achso, ich lege das einfach nur auf, Du legst es auf, genau. Und dann müssen wir jetzt aber, da wir hier keine Löcher gestanzt haben, müssen wir das eins weniger hier rein. Das könnte jetzt ein Problem werden, schauen wir mal. Kann sein, dass er den ersten Buchstaben nicht sieht, oder? Ja. Okay. Zu wenig Transportloch. Lokal. Leser. Hat funktioniert. Und zum Schluss, wie immer, die Webseite. Ich hatte ja die große Hoffnung, ich werde noch fertig, aber nein. Nein. Aber es sind doch noch ein paar nette Sachen passiert. Okay, was ist passiert? Genau, Wir haben hier oben rechts Social Media Icons. Es gibt hier jetzt noch Seiten
für zum Beispiel Talks und Veröffentlichungen im weitesten Sinn. Da kommen ja hoffentlich vielleicht mal noch ein paar wissenschaftliche Veröffentlichungen dazu, die ich aufliste. Media Coverage habe ich es mal genannt, wo ich halt jetzt irgendwie mal erschienen bin in Podcasts oder wo ich was ausgestellt habe oder so. Genau, da kommt jetzt eben der GameStar-Podcast noch dazu. Upcoming Events, wo ich künftig auf öffentlichen Events praktisch irgendwas tue oder da sein werde. Support und Merch. Genau, da haben wir Patreon und PayPal habe ich jetzt mal reingedacht, weil ich hatte früher noch so eine, ich habe die immer noch, so eine Amazon Wishlist, aber die hat in 5 Jahren niemand benutzt. Und ich glaube, vielleicht macht man das einfach nicht mehr. Keine Ahnung. Genau, und die T-Shirts habe ich einfach gleich drunter. Die sind ja auch Support für mich tatsächlich. Genau. Und, hier oben sieht man schon. Ich habe jetzt den Font komplett neu generiert. Das Generieren mache ich mit Calligrapher. Das ist ein sehr schönes Online-Tool. Man zahlt allerdings für manche Features, ich glaube, 8 Euro oder so. Aber man kann halt nur einen Monat, also man kann halt auch einen Monat zahlen, 8 Euro. Also es sind Monatsabos. Und also ein Monat langt einem locker, um da ein bisschen an seiner Front rumzubasteln. Es funktioniert hervorragend, tatsächlich. Sehr gut. Genau, Calligrapher. Und zum Schluss gibt's dann halt noch die Kontaktseite. Da steht gerade noch nicht viel. Auch noch im Aufbau. Genau, es gibt jetzt hier links dieses Bleep-Track-Font-Bild, mit dem man wieder auf den Start zurückkommt. Ich habe noch so eine kleine Intro-Text geschrieben, was noch ein bisschen Sachen erklärt. Das war jetzt, glaube ich, tatsächlich das meiste, was passiert ist. Das Wichtigste, was jetzt im Blog noch fehlt, sind Galerien. Die funktionieren schon so halb. Kann ich jetzt schlecht zeigen. Habe nur angefangen, Sachen zu bauen. Die Texte für die Generative Art Sachen, weil ich möchte mich auch in so ungefähr 2-3 Wochen auf so einen Künstlerpreis bewerben. Da brauche ich die Texte dann auch kommt mir sehr gelegen. Und für die, was fehlt noch? Genau, für die Scenes fehlen noch andere Frontbilder. Da möchte ich, glaube ich, nicht die Fotos haben. Da möchte ich wahrscheinlich noch irgendwas anderes machen für die Scenes und Sketchnotes. Dann bin ich fertig. Ich habe heute Abend noch ein bisschen Zeit. Vielleicht schaffe ich es noch vor der Now Play This. Mal gucken. Genau, das war's. Ich bin sehr aufgeregt auf London. Ich war noch nie in UK. Ich bin wenigstens noch vor dem Brexit da. Und danach bin ich sehr, sehr aufgeregt vor der Amaze, wo ich sehr viele schöne Leute treffen werde. Wenn euch das interessiert, checkt vielleicht mal Twitter @bleeptrack oder Mastodon @bleeptrack@chaos.social. Da werde ich wahrscheinlich immer mal zwischendurch irgendwie ein bisschen was posten. Und ansonsten sehen wir uns 2 Wochen mit ganz viel Aufnahmen von der Ausstellung. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.